Herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal Backen und Basteln mit Sandra. Heute zeige ich euch, wie man ganz schnell und einfach einen magischen Ring oder auch Magic Ring häkelt. Am Ende vom Video zeige ich euch noch eine meiner fertigen Amigurumi-Figuren, bei der ebenfalls ein magischer Ring zum Einsatz kam. Dieser magische Ring ist die Grundlage für sehr viele Amigurumi, egal ob ihr Tiere, Figuren oder Gegenstände häkeln wollt. Hier gibt es sehr viele verschiedene Techniken und hier zeige ich euch jetzt eine ziemlich einfache Variante. Als erstes lege ich mir den Faden zweimal um den Zeigefinger, halte den fest, dann bilde ich so hinten herum eine Schlaufe und das Ende klemme ich zwischen Ringfinger und kleinen Finger. So, und durch die Schlaufe gehe ich von hinten mit der Häkelnadel rein und hole mir hier den Faden einmal durch. Und dann noch einmal. Und das war schon der magische Ring. Den zeige ich euch jetzt. So sieht er dann aus. Und in diesen magischen Ring machen wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind die festen Maschen. Das ist der magische Ring. Und das Magische an dem Ring ist jetzt, dass ich am Ende von dieser Schlaufe kann ich einfach ziehen und dann zieht sich dieser Ring zusammen. So. Jetzt ist es ein Ring mit 6 festen Maschen. Und hier kann ich jetzt weiter häkeln. In Spiralrunden, immer im Kreis zum Beispiel. Dann gehe ich einfach in die erste feste Masche. Steche ich ein. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, je nachdem wie feste man den Ring gezogen hat. So. Und mache mit festen Maschen weiter. Jetzt könnte ich den immer noch mal ein bisschen fester ziehen und dann hat man auch gar kein Loch. Mit einer Luftmaschenkette, die man zum Ring häkelt, hat man meistens immer noch ein etwas größeres Loch und mit diesem magischen Ring verschwindet das Loch fast ganz. Und jetzt zeige ich euch noch, wie versprochen, eine meiner Amigurumi-Figuren. Das ist ein Marienkäfer oder auch Sonnenkäfer genannt. Da kommen ziemlich viele magische Ringe vor, die die Grundlage für einige der Teile waren. Und die kann ich euch mal schnell zeigen. Zum einen der Kopf, der ist kreisrund und von unten oder von oben startet man halt mit einem magischen Ring. Der wird dann immer größer und daraus kann man dann den Kreis oder den Ball für den Kopf häkeln. Genauso wie die Mütze. Mit Schwarz sieht man es jetzt nicht ganz so gut. Da starten wir hier mit dem magischen Ring und dann in Spiralrunden wird es immer größer und rund gehäkelt. Sicherheitsaugen hat der kleine Marienkäfer mit Füllwatte gefüllt und zusätzlich noch einen kleinen Schnulli, wie der Sonnenkäfer. Genau, hinten die Punkte. Und auch hier bei den Flügeln war hier der Anfang. Da sieht man diesen magischen Ring und dann in Spiralrunden
immer weiter gehäkelt. Genauso bei den Füßen, wie es anfängt, oder bei den Händen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keine neuen Anleitungen und Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.